Hallo. Mein Name ist Julian. Ich möchte euch heute eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Diese Geschichte hat meine Sicht auf die Welt völlig verändert. Früher dachte ich immer, dass ich für alles im Leben unendlich viel Zeit hätte. Ich habe wichtige Dinge oft auf morgen verschoben, ohne über die Folgen nachzudenken. Ich war damals jung und arbeitete in einer sehr großen Firma in der Stadt. Mein Job war oft stressig, aber ich verdiente wirklich gutes Geld. Mein Vater rief mich fast jede Woche an. Er sagte immer, Julian, komm uns doch mal besuchen. Wir vermissen dich sehr, aber ich antwortete meistens, Papa, ich habe gerade so viel zu tun. Ich sagte ihm, dass ich nächsten Monat bestimmt mehr Zeit für sie hätte. Aber der nächste Monat kam, und ich fuhr trotzdem nicht nach Hause. Es gab immer ein neues Projekt oder eine wichtige Präsentation, die erledigt werden musste. Ich dachte fälschlicherweise, meine Eltern würden immer da sein und auf mich warten können. Ich glaubte fest daran, dass der richtige Moment für die Familie erst kommen würde, wenn ich beruflich ganz oben bin. Das war ein riesiger Fehler, den ich heute zutiefst bereue. Zeit ist nämlich kein Gut, das man sparen kann. Man verbraucht sie jeden Tag, egal ob man will oder nicht. Das habe ich auf die harte Tour gelernt. Eines Tages saß ich an meinem Schreibtisch im Büro und trank einen schnellen Kaffee. Plötzlich klingelte mein Handy in der Tasche. Es war meine Mutter. Ihre Stimme am Telefon zitterte sehr stark. Sie sagte mir mit Tränen in der Stimme, dass mein Vater einen schweren Herzinfarkt hatte. Er lag nun auf der Intensivstation. In diesem Moment blieb für mich die ganze Welt für eine Sekunde stehen. Ich fühlte eine plötzliche, große Angst in meiner Brust. Ich ließ sofort alle meine Papiere stehen und liegen. Ich rannte zu meinem Auto auf dem Parkplatz und fuhr so schnell wie möglich los in meine kleine Heimatstadt, die weit weg von der Großstadt lag. Die Fahrt auf der Autobahn dauerte fast 3 Stunden, aber für mich fühlte es sich wie 3 lange Jahre an. Während der Fahrt dachte ich ständig an alle Momente, in denen ich am Telefon einfach Nein gesagt hatte. Ich hatte schreckliche Angst, dass es nun für ein Ja oder eine Umarmung viel zu spät sein könnte. Als ich endlich im Krankenhaus ankam, war es sehr leise auf dem langen Flur. Ich fand das Zimmer meines Vaters nach kurzem Suchen. Er sah plötzlich so alt, zerbrechlich und schwach aus. Er schlief tief, und überall um ihn herum waren laute medizinische Geräte. Ich setzte mich leise neben sein Bett und hielt fest seine Hand. Seine Haut fühlte sich sehr kalt an. Ich weinte leise vor mich hin und hoffte inständig, dass er noch einmal seine Augen aufwacht. Ich verbrachte die ganze dunkle Nacht an seinem Bett auf einem harten Stuhl. Ich konnte kein Auge zumachen. In dieser Nacht dachte ich sehr intensiv über das kleine Wort Zeit nach. Wir kaufen uns teure Uhren, aber wir können niemals zusätzliche Zeit kaufen. Wir planen die ferne Zukunft perfekt, aber wir vergessen dabei oft die wichtige Gegenwart. Mein Vater hatte immer Zeit für mich, als ich noch ein kleines Kind war. Warum hatte ich als Erwachsener plötzlich keine Zeit mehr für ihn und meine Mutter? Am nächsten Morgen öffnete mein Vater ganz langsam und vorsichtig seine Augen. Er lächelte nur schwach, als er mich dort sitzen sah. Julian, du bist ja hier, flüsterte er ganz leise. Ich antwortete sofort, ja Papa, ich bin jetzt hier und ich gehe so schnell nicht mehr weg, ich war so unendlich erleichtert. Er hatte den schweren Infarkt überlebt, aber die Ärzte sagten uns, dass er ab jetzt sehr viel Ruhe braucht. Er würde nie wieder so stark und aktiv sein können wie früher. In den nächsten 3 Wochen blieb ich komplett bei meinen Eltern im Haus. Ich nahm mir sofort den Urlaub, den ich eigentlich für Dubai geplant hatte.
Aber Dubai und der Luxus waren mir jetzt völlig egal. Ich half meiner Mutter fleißig im Garten und las meinem kranken Vater jeden Nachmittag spannende Geschichten vor. Wir sprachen stundenlang über alte Zeiten und schöne Erlebnisse. Es waren die ehrlichsten und schönsten Tage, die ich seit vielen Jahren erlebt hatte. Ich lernte in dieser schwierigen Zeit, dass Erfolg im Beruf absolut nicht alles im Leben ist. Wenn man keine Zeit für die Menschen hat, die man liebt, dann ist man eigentlich arm, egal wie viel Geld auf dem Konto liegt. Mein Chef rief mich oft an, aber ich sagte ihm klar, dass meine Familie jetzt die oberste Priorität hat. Nach einem Monat kehrte ich in die Stadt zurück, aber ich war ein völlig anderer Mensch geworden. Ich kündigte bald meinen stressigen Job und suchte mir eine neue Stelle mit flexiblen Arbeitszeiten. Ich wollte nicht mehr, dass die Karriere mein ganzes Leben kontrolliert. Ich wollte Zeit haben zum Leben und für meine Freunde. Viele Leute sagen immer, ich mache das später, wenn ich in Rente bin, oder ich reise erst, wenn ich genug Geld gespart habe. Aber das wahre Leben passiert genau jetzt. Die Uhr tickt für uns alle jeden Tag gleich schnell. Die Zeit wartet auf niemanden, nicht auf die Reichen und auch nicht auf die Armen dieser Welt. Man muss die kleinen Momente nutzen, bevor sie für immer weg sind. Heute besuche ich meine Eltern jedes zweite Wochenende ohne Ausnahme. Wir essen zusammen leckeren Kuchen und gehen im Wald spazieren. Mein Vater ist wieder gesund, aber er wird schneller müde als früher. Ich bin dankbar für jede Minute mit ihm. Ich schiebe wichtige Telefonate oder Besuche bei geliebten Menschen nie wieder auf die lange Bank. Ich möchte euch, die ihr dieses Video seht, eine wichtige Frage stellen: Wann habt ihr das letzte Mal eure Eltern angerufen? Wartet bitte nicht auf den perfekten Moment. Der perfekte Moment ist genau jetzt, in diesem Augenblick. Das Leben ist kurz, kostbar und manchmal sehr unvorhersehbar. Verbringt eure wertvolle Zeit mit Dingen, die euer Herz wirklich glücklich machen. Arbeit ist wichtig für das Geld, aber Liebe und gemeinsame Zeit sind viel wichtiger für die Seele. Ich hoffe, meine Geschichte hilft euch, eure Prioritäten im Leben neu zu setzen. Hallo und willkommen bei Slow German Daily. Wir lernen Deutsch ganz entspannt und langsam. Mit Geschichten und Dialogen aus dem Alltag. Gefällt dir das Video? Dann abonniere den Kanal, gib uns einen Daumen hoch und schreibe einen Kommentar. Vielen Dank für deine Unterstützung.